Dieser normale Golf 5 soll zum Spritsparauto werden. In den nächsten 9 Wochen versuchen wir, den Verbrauch auf 3 Liter zu drücken. Eine schwere Aufgabe für unseren Reporter Lars Faust. Er soll namhafte Automobilzulieferer überzeugen, uns zu helfen. Einen hat er schon überzeugt. Der Dortmunder Porsche Tuner 9 FF baut unseren 3 Liter Golf. Firmengründer Jan Fatthauer plant für uns den Umbau. Und das Team von 9FF schraubt ihn zusammen. Unseren Traum vom 3 Liter Golf. Rückblende: Wir haben einen Golf gekauft. Die Dekra misst einen Verbrauch von 5,6 Liter. Dann die Demontage. Was ist zu schwer und muss raus? Unser Konzept sieht vor, dass mehr als 40 Bauteile gegen leichtere ausgetauscht werden. Ziel: Der Golf soll weniger als 1000 Kilo wiegen, bei gleichem Komfort und gleicher Sicherheit. Im Moment stehen 1360 Kilogramm auf der Waage. Jan, die Batterie, die war ja super schwer. Ja, 19 Kilo. Gibt's da was Leichteres? Was denkst du? Ich hoffe, vielleicht aus dem Rennsport. Weißt du, gibt doch die neue Technologie Lithium-Ionen, so wie im Handy. Ja, Handy, Vielleicht gibt's sowas schon. Aber wenn es das gäbe, wär's doch eigentlich in Autos schon drin, oder? Aber vielleicht als Prototyp würde gut passen zu unserem Auto. Ich würde sagen, du begibst dich mal auf die Suche. Ja, okay. Ich guck mich um. Viel Glück. Derweil kehrt unser Reporter bei einem Chemieriesen in Marl ein. Hier arbeitet man fieberhaft daran, dass die leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus auch in Autos eingebaut werden können und vor allem eingebaut werden dürfen. Denn bisher haben die Batterien diesen sogenannten Nageltest nicht bestanden. Er simuliert das Eindringen von Metall in den Akku, wie etwa bei einem Autounfall. Diese Aufnahmen zeigen, es kommt zum Kurzschluss und der Akku explodiert. Weil aber Lithium-Ionen-Akkus leistungsfähiger und deutlich leichter als herkömmliche Batterien sind, eignen sie sich hervorragend als Energiespender für die zukunftsträchtigen Hybridfahrzeuge. Darum lassen die Forscher nicht locker und entwickeln spezielle Komponenten, mit denen die neuartigen Batterien kein Sicherheitsrisiko mehr darstellen. Und aus diesen unscheinbaren Zellen kommt der Strom. Der Strom fließt, weil Lithium-Ionen durch eine Membran vom Plus- zum Minuspol wandern. Die Membran ist für die Teilchen durchlässig, trennt aber Plus von Minus, weil es sonst zum Kurzschluss käme. Ein eindringendes Metallteil, wie beim Nageltest, zerstört zwar die Membran, doch ihre besondere Beschaffenheit sorgt dafür, dass der zwangsläufige Kurzschluss ohne Folgen bleibt. Beim Test steigt ein kleines Wölkchen Rauch auf, mehr nicht. Diese Batterie ist sicher. Okay, Herr Hedrich, Sie meinen also wirklich, dieses kleine Ding da kann meine schöne große Bleibatterie ersetzen? Da bin ich davon überzeugt. Auch wenn sie kleiner ist, hat die mehr Leistung. Na, das wollen wir doch mal sehen. So, das war der Anschluss. Ich bin soweit fertig. Wir könnten den Versuch machen. Kann ich? Ja. Nicht schlecht. Sie können auch gerne mal ausmachen und noch mal anlassen. Oh, geht ruckzuck. Okay, Herr Hedrich, das war überzeugend, muss ich sagen. Wie schwer ist das Ding denn jetzt? 2,5 Kilo. 2,5 Kilo. Da würde ich sagen, die nehme ich. Vielen Dank. Die neue Batterie ist da. Batterie. Hat er erzählt, super leicht. Gut, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Für den ordnungsgemäßen Einbau hat die Lithium-Ionen-Batterie noch einen zusätzlichen Kunststoffmantel spendiert bekommen. Insgesamt sparen wir jetzt 16 Kilogramm. Nicht der einzige Vorteil. So, und um zu sehen, wie stark diese Batterie ist, habe ich mir einen hochwissenschaftlichen Test einfallen lassen. Geh du doch mal bitte hier an diesen Ventilator. Wir haben jetzt hier die beiden Batterien, herkömmliche und unsere neue. Und ich habe die Stromversorgung für den Ventilator. Und das hier, das ist ein Windmesser. Jetzt wollen wir mal die Windstärke messen. Ja, so um die 30 km/h ist schon nicht schlecht. Jan, geht's noch gut? Okay, und jetzt die neue Batterie. So, halte ich fest. Ja, da dröhnt schon ganz gut. Wow, da geht die Post ab. Über 40, mein lieber Mann. Und ich würde sagen, das ist mal ein Test.
Weiter geht's zur Degussa nach Darmstadt. Hier forschen die Experten an neuen Zusätzen, die die Schmierfähigkeit von Öl in Motoren und Getrieben verbessern soll. Extra für unseren Motor entwickeln die Fachleute ein besonderes Leichtlauföl. Der Zusatz von chemischen Substanzen sorgt dafür, dass das Öl bei jeder Temperatur die Reibung im Motor minimiert. Heute soll das Ölgemisch nach wochenlangen Tests geprüft werden. Da darf unser Mann nicht fehlen. Prima. Ja, alles gepasst. Ah ja, Guten Tag. Herr Faust. Hallo Herr Hedrich, ich grüße Sie. Von Ihnen habe ich ja die schöne Batterie bekommen. Genau. Und wir hatten telefoniert. Ja, Ich hallo. grüße Sie. Das ist so jetzt unser neues Motorenöl. Das gibt das neue Motoröl. Ja. Super. Wie viel werden wir damit wohl sparen? Wir fahren jetzt mal den Test und danach schauen wir mal. Ja, okay, super. Gut. Die Verbrauchsmessung beginnt. Der Motor absolviert exakt den Testlauf, den auch unser Golf bei der Eingangsmessung schon über sich ergehen lassen musste. Als Vergleich dienen die Verbrauchswerte, die der Motor zuvor mit normalem Öl erreicht hatte. Der Vorteil eines Prüfstandes: die Ingenieure können hier permanent Drücke und Temperaturen in den einzelnen Motorteilen überwachen und beobachten. Nach 20 Minuten ist der Test beendet. Die Vorauswahl verschiedener Öle, die wir studiert haben, zwischen 2 und 4,5% haben wir ein Öl genommen mit 4,5% und das Ergebnis liegt bei 4,5%. 4,5% Ersparnis. Kraftstoffeinsparung. Ne? Das ist gegenüber einem Industriereferenzöl, das ist eine Menge. Das haben wir aber auch erwartet. Wir wissen, welche Komponenten wir dafür nehmen müssen. Das haben Sie jetzt extra für unseren 3-Liter-Golf entwickelt? Genau dafür haben wir das ausgewählt und formuliert. Fast 5%. Und auch das Getriebeöl hilft, Kraftstoff zu sparen. In dieser Testanlage zeigt sich, das für unseren Golf optimierte Getriebeöl reduziert den Verbrauch um ein weiteres Prozent. Ja, Herr Hedrich, Motoröl, Getriebeöl, für mich sieht es halt aus wie Öl. Aber wir sparen da ja unheimlich Kraftstoff mit. Warum gibt es das denn noch nicht zu kaufen oder warum ist das nicht ab Werk schon in den Autos drin? Also nicht kann man nicht sagen, es gibt Teillösungen. Der Grund ist ein wirtschaftlicher. Die Komponenten, die wir jetzt für dieses Golföl genommen haben, sind extrem teuer. Sowohl von den Grundölen als auch von den Additiven. Und der Markt verlangt halt auch ein billiges Öl. Und Okay, aber was heißt denn extrem teuer? extrem teuer heißt bei einer Befüllung von einem Fahrzeug im Euro-Bereich, vielleicht 2, 3 Euro. Also ich muss sagen, das Geld investieren wir. Die Okay. paar Euro, das ist es uns wert. Vielen Dank, ey. Alles klar. Unseren Reporter Lars Faust hat es auf seiner Jagd nach Leichtbauteilen unterdessen ins bayerische Hengersberg verschlagen. Die blecherne Motorhaube und die Heckklappe machen Sorgen. Die Teile sind einfach zu schwer. Hier müsste unser Reporter eigentlich richtig sein. In diesem Unternehmen stellen mehr als 200 Mitarbeiter jeden Tag Leichtbauteile her. Vor allem für die Luftfahrtindustrie, aber auch für den Rennsport. Mit Hightech und fast 30-jähriger Tradition. Und da ist auch schon die Form. Ein Modellbauer hat sie mit einer Art Gipsabdruck vom Original gefertigt. Jetzt kommen die nicht mal 1 Millimeter dünnen Carbonmatten in die Form. Dann folgt eine Schicht mit diesem weißen Schaum und dann wieder Kohlefaser. Die Matten sind mit Harz getränkt. Das fängt an auszuhärten, sobald die Folie entfernt wird. Das Ganze wird nun in eine überdimensionale Tüte gehüllt und vakuumverschlossen, damit nichts mehr verrutschen kann. Dann geht es für 5 Stunden bei Hitze und Druck in den Autoklaven. Wir haben ja an dem Werkzeug die Kohlefaser, dann kommt ja dieser Schaumkern als Sandwich und es werden ja zusätzlich der hintere Aufbau mit Carbon nochmal versehen. Und dann passiert im Autoklaven Folgendes, dass der Druck diese Komponenten richtig zusammenquetscht unter Vakuum und die Temperatur den 1000-prozentigen Verbund eingeht. In dem weißen Schaum liegt das Geheimnis für die Steifigkeit der Teile. Und hier in Darmstadt wurde der Hartschaum 1970 entwickelt. Ausgangsstoff sind diese bernsteinfarbenen Platten. Sie bestehen aus einer unaussprechlichen chemischen Verbindung. Der Clou: unter Hitze vergrößern sich die Platten und werden extrem hart, steif und leicht. Das Innere von Tragflächen in Verkehrsflugzeugen besteht zum Beispiel aus diesem Schaum.
Ja, das sieht, würde ich sagen, aus wie eine große Matratze. Ist auch ein Schaum, nennt sich Rohhartzell. Und Sie, Herr Zeyons, sind der Experte dafür. Wofür braucht man das? Mit dem Rohrzell können Sie zum Beispiel Ihre Motorhaube machen oder Ihre Heckklappe. Mit ein bisschen Kohlefaser drauf, nicht viel. Rohrzell ist sehr fest und steif. Sie benötigen dann nur geringe Mengen dieser Kohlefaser, die sehr teuer ist, sparen dadurch Kosten und aber auch Gewicht. Ja, super. Da würde ich mal sagen, vielen Dank, auch wenn Sie es nicht selbst erfunden haben. Und dann schauen wir jetzt mal, ob es auch wirklich funktioniert. Zurück im bayerischen Hengersberg. Unsere Motorhaube und Heckklappe sind fertig gebacken. Das Ergebnis ist überwältigend. Das sieht ja sensationell aus. Das ist Carbon-Look. Ich glaube, das werden wir mal lieber nicht lackieren. Leicht ist es auch. Kleiner Test noch bei der Heckklappe. Genauso, das ist ja unglaublich. Er wird hier, die Original-Heckklappe hat 22 Kilo gewogen, das weiß ich noch genau. Wie schwer ist das Teil jetzt noch? Es liegt bei knapp 5 Kilo. Sensationelle Gewichtseinsparung. Super. Jetzt sagen Sie mir mal, diese Teile sind jetzt sehr teuer. Das ist quasi Sonderanfertigung für unseren 3-Liter-Golf. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass so etwas in naher Zukunft in der Serie verbaut wird? Durchaus. Also wenn die Bauteile bei der Serienentwicklung schon in Richtung Kunststofftechnik konstruiert werden würden, gibt es heute schon interessante Verfahren, die wir praktizieren und die dann auch die Teile in Serie in einem annehmbaren Preis darstellen lassen. Ich zisch mal ab mit den Teilen. Helfen brauchen Sie mir nicht. Ist wirklich leicht genug. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss. Von den neuen Carbon-Teilen ist unser Konstrukteur begeistert. Guck mal, Heckklappe, Carbon. Optischer Gewinn bei gleichzeitigem Gewichtsverlust. So kann's weitergehen. Wegen der Auspuffanlage hat die Haube jetzt zusätzliche Luftauslässe bekommen. Sportlich, sportlich. Insgesamt sparen wir mit der neuen Motorhaube im Vergleich zum Original 9 Kilogramm. Und die Teile passen wie angegossen, auch die Heckklappe. Was noch fehlt, ist eine Scheibe, die leichter ist als das Original. Also macht sich unser Reporter wieder auf den Weg, wieder nach Darmstadt. In diesen Hallen hat 1933 ein Chemiker namens Otto Röhm die Acrylscheibe erfunden und sie Plexiglas genannt. Hier fertigen die Experten gerade für unseren Golf die Heckscheibe an. Als Vorgabe dient das Originalglas. Doch wie bruchfest ist so ein Kunststoff überhaupt? Wir machen den Test. Wir nehmen die Plexiglasscheibe natürlich nur, wenn sie auch stabil genug ist. Und sowas testet man mit so einem Kugelfalltest. Das ist eine Stahlkugel. Die lasse ich jetzt gleich aus 4 Metern Höhe auf dieses Stückchen Plexiglas fallen. Und dann wollen wir mal sehen, ob sie hält. Herr Benz, sind Sie soweit? Ich bin soweit. Okay, 3, 2, 1. Ja, würde ich sagen, hält, ist ein kleiner Sprung drin, aber das ist okay. Test bestanden und unsere neue Scheibe hat nach einer Stunde im Ofen die gewünschte Kontur. Das ist, glaube ich, unsere neue Heckscheibe. Ist das richtig? Genau so ist es. Super, die ist schön leicht auf jeden Fall. Gut durchgucken kann man auch. Herr Benz, Sie sind ja zuständig hier für diese Plexiglasscheiben. Warum werden die denn noch nicht ab Serie eigentlich eingebaut? Das liegt im Wesentlichen am Preis. Die reine Glasscheibe ist günstiger als eine Kunststoffscheibe. Und in der Vergangenheit war es noch so, dass die Kratzfestigkeit gegenüber Glas schlechter war. Aber mit den neuen Kratzfestlacken wäre das Problem auch gelöst. Und wir könnten starten. Ja, super. Wir könnten starten, heißt, wir starten mit unserem 3-Liter-Golf auf jeden Fall und Gerne. mit dieser Scheibe. Ich sag schönen Dank. Tschüss. Und so wird unsere Heckklappe noch einmal mehr als 1 Kilogramm leichter. Alle Einbauteile berücksichtigt, sparen wir satte 13 Kilo. Enschede in den Niederlanden. Hier hat unser Reporter vor 8 Wochen Spritsparreifen für unseren 3-Liter-Golf bestellt. Hallo. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, hier ist die super schmale Felge. Schön. Und Sie wollten Reifen machen dafür. Ja, haben wir gemacht. Kommen Sie mit rein. Ja, super. 165er Reifen für eine 16 Zoll Felge. So eine Dimension gibt es im Handel nicht zu kaufen. Ja. Das ist unser neuer Reifen für Sie. Okay. Quattro G. Und das ist der Vorgänger gewesen. Okay. Ja, ist schwarz, ist rund, sieht für mich aus wie ein ganz normaler Reifen. Was ist jetzt das Besondere daran? Ja, zum einen, das sieht man ganz deutlich, die Laufflächenbreite. Er ist sehr schmal geworden. Das war das Vorgängermodell. Ja. Ist wesentlich breiter. Und
Er ist sehr, sehr leicht. Leicht, also ich weiß noch, der alte Reifen, der ursprünglich drauf war, wog um die 8 Kilo. Wie immer zu solchen Anlässen habe ich meine Waage dabei und bin jetzt mal gespannt, was der hier wiegt. 5,8. 5,8, ja, das ist super. Vor allem mal 4, da sparen wir schon schön Gewicht. Der ursprüngliche Reifen wog 7,8 Kilogramm. Zusammen sparen wir also insgesamt 8 Kilogramm ein. Sehr gut. Wichtig für den Verbrauch ist auch die verwendete Gummimischung. Mehr als 20 verschiedene Grundstoffe bilden den Reifengummi. Zusammen mit dem Chemieriesen Degussa hat der holländische Reifenhersteller eine Gummimischung entwickelt, die besonders wenig Rollwiderstand aufweist. Allerdings, jede Gummimischung ist ein Kompromiss. So sorgt zum Beispiel ein höherer Anteil an Kieselerde für mehr Rollwiderstand, verbessert aber die Haftung. Dennoch könnte unser Reifen eine echte Pionierrolle einnehmen. Um herauszufinden, ob die Spezialanfertigung tatsächlich Spritsparen hilft, machen wir einen Test. Diese Maschine presst den Reifen mit dem späteren Fahrzeuggewicht auf den Boden. So messen die Experten den Rollwiderstand. Okay, jetzt sehen wir da ganz viele Zahlen. Der Test ist beendet. Ist denn der neue Reifen jetzt auch wirklich besser? Natürlich. Wie Sie sehen, einmal die blaue Linie, der bisherige Reifen, die rote Linie, der rollwiderstandsoptimierte Reifen, das sind bis zu 60%. Also 60% weniger Rollwiderstand hat der neue Reifen? So ist es. Damit lässt sich Sprit sparen, würde ich sagen. Kann man denn mit dem Auto, mit diesen Reifen überhaupt noch vernünftig fahren? Aber ja, wollen Sie es ausprobieren? Absolut. Der Härtetest mit einem Audi A6. Der Wagen ist fast doppelt so schwer wie unser Golf. Wir und die Entwicklungsingenieure wollen wissen, halten die Reifen und wie ist die Haftung? Okay, untersteuert so ein bisschen. Aber insgesamt würde ich sagen, lässt sich gut fahren. Ist okay. Der Reifen ist zwar ein Prototyp, doch er soll sogar bald in Serie gehen. Unser Projekt scheint einiges zu bewirken. Also zweiter Stapellauf für unser Spritsparauto. Heute sollen die Fahrwiderstände im sogenannten Ausrolltest ermittelt werden. Und zwar hier auf der Teststrecke in Papenburg. Doch zunächst geht's auf die Waage. Ursprünglich wog der Golf 1360 Kilogramm. Jetzt liegt er bei sagenhaften 999.